Hallo, mein Name ist Jorge und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal I Love Kuba. Jede Woche erscheint hier ein Video zum Thema Kuba und so auch heute. Das heutige Video ist sozusagen ein Part 2. Zuletzt habe ich unter anderem ein Video veröffentlicht mit den kubanischen YouTubern, die Kuba aktuell verlassen haben. Im heutigen Video soll es um die Reisemöglichkeiten für Kubaner gehen, beziehungsweise wie es möglich ist, dass aktuell so viele Kubaner das Land verlassen können. Das heutige Video wird etwas umfangreicher. Deswegen würde ich sagen, wir gliedern es erstmal. Wir starten mit dem Thema der Reisefreiheit für Kubaner. Dann schauen wir uns an, ja, wie aktuell die meisten Kubaner in die USA auswandern. Und danach schauen wir uns die Möglichkeiten in Europa an. Okay, schauen wir uns den kubanischen Reisepass mal an. Wohin kann man mit diesen reisen? Zunächst sollte man wissen, dass es nicht sehr viele Länder gibt, wo ein Kubaner ohne Visum hinreisen kann. Aber es gibt ein paar. 31 Länder können Kubaner visafrei bereisen. Bei 29 Ländern muss ein Visum bei der Ankunft beantragt werden. Für ein Land, nämlich Sri Lanka, muss die ETA, also die elektronische Reisegenehmigung, vorab vorliegen. Bei 31 Ländern benötigt man ein Online-Visum und bei 137 Ländern benötigt man generell ein Visum. Hierzu zählen auch zum Beispiel die europäischen Länder. Lasst uns mal die visafreien Länder durchgehen. Antigua und Barbuda, Barbados, Weißrussland, Botswana, Cookinseln, Dominica, Fidschi, Gambia, Granada, Guyana, Kirgisistan, Malaysia, Mikronesien, Moldawien, Mongolei, Montenegro, Namibia, Nicaragua, Niue, Nordmazedonien, Katar, Russland, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, Santa Lucia, Serbien, Singapur, St. Vincent und die Grenadinen, Tadschikistan, Trinidad und Tobago, Usbekistan und Vanuatu. Die Daten zu den jeweiligen Ländern habe ich übrigens von der Seite visaindex.com. Hier könnt ihr selbst entsprechend nachschauen, wie es mit den anderen Ländern aussieht. Interessant ist aktuell das gerade genannte Land Nicaragua. Das schauen wir uns aber gleich nochmal genauer an. Abschließend zu den visafreien Ländern bzw. zu den Reisemöglichkeiten von Kubanern muss man natürlich auch bedenken, welche Flüge, also Transportmöglichkeiten überhaupt existieren und oder ob man über Drittländer reisen muss. Hier gilt dann immer zu prüfen, wie der Transit im jeweiligen Land geregelt ist. Machen wir mal mit Nicaragua weiter. Über Nicaragua erfolgen aktuell die meisten Auswanderungen. Der Weg führt in die USA. Aber eins nach dem anderen. Wie funktioniert das überhaupt? Die meisten haben Unterstützung im Ausland, von wo aus die Kosten und auch das Organisatorische übernommen werden. Aus Kuba selber heraus ist es nicht möglich, die notwendigen Flüge zu buchen. Über Kontaktpersonen vor Ort werden Gruppen gesammelt, die dann zusammen nach Nicaragua fliegen. Alleine diese Reise kostet aktuell 3.000 $ und mehr. Von Nicaragua geht es dann mit einem sogenannten Kojoten, also einem Schleuser, mit Auto, Bus und oder zu Fuß quer durch Honduras, Guatemala bis an die mexikanisch-amerikanische Grenze. Hier sind nochmal 6.000 $ und mehr extra notwendig. Sobald der Übertritt auf US-amerikanischen Boden erfolgt, wird Asyl beantragt. Im Regelfall wird das Asyl auch bewilligt. Nach einem Jahr und einem Tag greift das Gesetz Ajuste de Cubano. Hier wird dann der Status verändert und man gilt dann nicht mehr als Flüchtling. Dieses Verfahren dauert dann auch nochmal. Die Reise quer durch die ganzen Länder ist komplett illegal und zu jeder Zeit besteht die Gefahr, festgenommen zu werden. Erst kürzlich wurden in Mexiko über 300 Kubaner festgenommen. Geprüft wird dann die Deportation.
So nah das Ziel auch ist, so lang ist dann aber am Ende auch die Reise. 2 bis 3 Wochen sind die kubanischen Flüchtlinge im Regelfall unterwegs. Neben den Flug- und Transportkosten sowie den, ja, Kosten für den Schleuser wird angeraten, dass man mindestens noch 1.000, ja, Dollar extra dabei hat für Eventualitäten. Die Reise ist also lang und sehr kostspielig. Kubaner, die sich das selbst nicht leisten können, werden oft rausgekauft. Soll heißen, sie verpflichten sich, die entsprechenden oder entstandenen Kosten schnellstmöglich zurückzuzahlen. Das betrifft oft junge kubanische Frauen. Sie arbeiten dann als Tänzerinnen oder andere Dinge, wo sie schnell an Geld kommen. So ging es zumindest los. Aktuell nehmen auch immer mehr Familien diese Route auf, und sie reisen ja zu ihren Familien in die USA. Man benötigt halt dann entsprechend Geld. So funktioniert im Groben die Ausreise in die USA, indem man über visafreie Länder reist, beziehungsweise das erstmal nur sozusagen ein Fuß in der Tür ist. Durch den Schleuser gelangt man dann auf illegalen Weg in die USA und dort beantragt man Asyl. Nach 366 Tagen greift das Gesetz Ajuste de Cubano. Schauen wir uns jetzt mal das Beispiel Europa an. Wir erinnern uns, für die europäischen Länder ist ein Visum notwendig. Also, entweder man lernt jemanden kennen, kommt zusammen, heiratet und, ja, bekommt dadurch die Möglichkeit, das jeweilige Land auszureisen, ja, wo man dann wiederum durch das Schengen-Abkommen auch in allen Schengen-Ländern, ja, Reisefreiheit hat. Hier reden wir also von einer Familienzusammenführung. Oder man beantragt ein Visum für beispielsweise Studienzwecke beziehungsweise ein Arbeitsvisum oder auch noch weitere. Was die Voraussetzungen im Detail dafür oder wie die aussehen, das könnt ihr auf den Botschaftsseiten der jeweiligen Länder nachlesen. Zuletzt verstärkt wurden Studentenvisa beantragt. Zum Beispiel ein Großteil der kubanischen YouTuber, die aktuell in Spanien sind mit so einem Visum nach Spanien gekommen. Zumindest ein Großteil. Sie sind also auf legalen Wege hier in Europa. Dafür mussten sie nachweisen, dass sie über ausreichend finanzielle Mittel verfügen, um sich selbst für den Zeitraum des Aufenthalts, die Schule und den Transport ja, zahlen zu können. Außerdem benötigt man eine Bestätigung von einer entsprechenden Schule. Was die Kubaner dann aber als nächstes machen, ist einen Asylantrag stellen. Dieser wird nur dann bewilligt, wenn man persönlich in einer, ja, drohenden Gefahr für Leben und Freiheit nachweisen kann, also wenn man diese Gefahr nachweisen kann. Das kann verschiedene Gründe haben. Krieg, klar, aber auch wenn die Person politisch verfolgt wird aufgrund ihrer Rasse, Religion, Nationalität oder politischer Überzeugung. Das Asylverfahren ist in Europa jedoch um einiges schwieriger für Kubaner als in den USA. Beispiel: 2021 wurden in Europa rund 648.000 Asylanträge gestellt und nur 34% wurden positiv beschieden. Dennoch wird es schon seit Jahren immer wieder versucht, nicht unbedingt per Studentenvisum, aber über, ja, einen anderen Weg mit einem Kojoten. Erinnert euch daran, dass die Reise nach Russland für Kubaner visafrei erfolgen kann. Eine Zeit lang war es so, dass die Kubaner nach Russland geflogen sind und dann mit einem Schleuser nach Griechenland sind und von dort dann nach Spanien. Diese Route ist aktuell nicht mehr so populär, auch aufgrund von, ich sag mal, Handlungen in Griechenland bezüglich Migranten. Okay, wir halten also fest, damit ein Kubaner ausreisen kann, ist einiges an Geldmitteln notwendig und oft gibt es Hilfe aus dem Ausland. In Kuba selbst wird alles an Hab und Gut verkauft und man versucht an Devisen zu kommen. Das ist auch einer der Gründe, warum der informelle Markt entsprechend höher ist als der offizielle. Offiziell
konnte man lange Zeit keine Devisen zurücktauschen, also Dollar oder Euro für Peso, die man eintauscht. Erst seit Sommer diesen Jahres ist es wieder möglich, aber auch nur in einer sehr begrenzten Stückzahl und auch nur, wenn vorhanden. Das führt dazu, dass die Devisen weiter auf der Straße gehandelt werden. Gut, das sind also aktuell mehr oder weniger die Möglichkeiten, wie ein Kubaner aktuell aus Kuba ausreisen kann. Sollte ich irgendwo etwas übersehen haben, könnt ihr mich gerne ergänzen. Ich wollte das Video aber auch nicht zu kompliziert gestalten. Das soll es dann für heute wieder sein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und habt da jetzt einen klaren Blick. Gebt ihm gerne einen Daumen nach oben. Solltet ihr meinen Kanal noch nicht abonniert haben, könnt ihr das jetzt auch noch schnell machen, um kein weiteres Video zu Themen rund um Kuba zu verpassen. Wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder, spätestens am nächsten Sonntag. Bis dahin, Saludos, ciao.